Es ist so heiß. 2,6 Pero, meine Rettung. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Gewusst Wie. Heute starten wir Operation Cooldown und wir machen unser Haus zum Kühlschrank. Der Sommer kündigt sich wieder an, wir sind alle am Dahinschmelzen und hier bei uns im Haus haben wir 3 Ebenen mit 3 unterschiedlichen Klimazonen. Da wäre einmal das Dachgeschoss, wo auch im Winter 27 Grad sind, weil hier nebenan der Heizungsraum ist. Es ist immer sauheiß. Dann haben wir das erste Obergeschoss mit den Schlafzimmern, wo 1 bis 2 Grad Abkühlung noch ganz gut täten. Und das Erdgeschoss, wo es natürlicherweise noch am angenehmsten ist, aber auch ein kleiner Durchzug oder etwas Vergleichbares schon nicht schlecht wäre. Bei Operation Cooldown zeige ich euch 3 Geräte, die jeweils optimal zu diesen Bedingungen passen und auch noch besonders leise sind, denn das ist mir besonders wichtig. Heute starten wir also mit dem Midea Silent Cool 26 Pro oder wie ich ihn liebevoll nenne, 2,6 Pero. 2,6 Pero ist ein mobiles Klimagerät und nachdem ich ihn jetzt eine Weile getestet habe, kann ich schon sagen, ein Klimagerät der Mercedes-Klasse. Er ist mit sogenannten 9000 BTU pro Stunde für Räume bis zu 31 Quadratmetern geeignet und mit 57 Dezibel eine der leisesten, die ich bisher gesehen habe. Er hat einen Verbrauch von 1 Kilowattstunde und 2,6 Kilowatt Leistung. So viel erst einmal zu den Hard Facts. Ihr könnt damit natürlich kühlen oder ventilieren, aber auch entfeuchten und das moderne Design passt hier rein, als hätten sie es eigentlich nur für mich gebaut. Im Lieferumfang habt ihr allerlei Zubehör inklusive dem 1,5 Meter Abluftschlauch, einem Fensterschieber, mehrere passende Adapter, einen Wandabluftadapter, Montagematerial, Schaumstoffdichtungen, einen Ablaufschlauch für Kondenswasser, wenn man zum Beispiel zum Entfeuchten von Räumen nutzt, ein Teil zum Kabelmanagement und natürlich die Fernbedienung sogar inklusive Batterien. Es gibt 3 Jahre Garantie und bei 3 wollen wir auch gleich bleiben, denn 2,6 Pero hebt sich durch 3 für mich mittlerweile sehr wichtige Funktionen wesentlich von den Standardklimaanlagen ab. Punkt 1 ist schon im Namen. Silent Cool. Das Gerät ist wirklich angenehm leise, leiser als andere Klimageräte, die ich kenne und es hat zusätzlich noch einen Sleep-Modus, falls man es beispielsweise nachts laufen lassen möchte. Ich sitze oftmals noch bis tief in die Nacht hier im Büro und gerade im Sommer ist es wie gesagt hier oben abartig warm. Drunter ist wie gesagt auch das Schlafzimmer und da darf das Gerät weder vibrieren noch irgendwie Lautstärke produzieren. Und das funktioniert jetzt eben mit diesem Gerät sehr gut und das ist für mich ein riesen Pluspunkt. Punkt 2 wäre, ihr habt ja bei solchen Geräten meistens eine Klimaautomatik. Das ist jetzt nichts Besonderes, das haben viele andere auch. Das bedeutet, ihr stellt euch eine Temperatur ein, die ihr gerne haben wollen würdet und das Gerät kühlt so lange ab, bis die Temperatur erreicht ist und dann geht es in Ventilieren über. Also normal wie ein Ventilator, halt ohne die Klimafunktion. Aber wo messen denn Standard-Klimaanlagen die Temperatur? Natürlich, irgendwo am Gerät ist ein Sensor verbaut und da wird auch die Temperatur gemessen. Bei größeren Räumen kann es also durchaus vorkommen, ihr sitzt auf der Couch und schwitzt euch einen ab und hinten in der Ecke, wo das Klimagerät steht, hat es sich seine Wohlfühltemperatur gewedelt und ihr kriegt davon aber weniger mit und habt noch 2-3 Grad mehr da, wo ihr eigentlich seid. 2,6 Pero hat einen eingebauten Temperatursensor in der Fernbedienung. Das finde ich richtig nice und gut durchdacht und es ist quasi so, dass ihr alle 4 Sekunden das Signal von der Fernbedienung zu dem Gerät sendet und da gibt es so einen Follow-Me-Button, der wird einfach gedrückt, dann stellt ihr euch die Temperatur ein, die ihr haben wollt. Er zeigt dann oben die aktuelle an und dann kühlt er so lange runter, bis ihr da, wo ihr sitzt und seid und die Fernbedienung bei euch habt, eben auch die Wohlfühltemperatur habt. Das finde ich richtig, richtig nice und ich nutze das quasi jetzt einfach immer. Ebenso ein Punkt, nämlich Punkt 3 auf meiner Liste, die ich wirklich sehr gut finde, sind die Lamellen. Bei Standardklimaanlagen habt ihr meistens, so wie ich es kenne, nur diese manuell einstellbaren Lamellen und das führt dann quasi dazu, entweder das pustet komplett an euch vorbei oder euch direkt im Nacken. Ihr seid nur am Aufstehen, hingehen, einstellen, umstellen, wieder testen, ob das so passt und mit Komfort hat das wenig zu tun. Jetzt 2,6 Pero hat halt diese Oszillationsfunktion, nennt sich das.
dass quasi die Klappe immer wieder auf und zu geht und ihr das auch nochmal manuell steuern könnt. Das ist jetzt ein Punkt, der klingt banal, aber das wäre ein Riesenpunkt, auf den ich achten würde, wenn ich mir jetzt nochmal eine Klimaanlage kaufen würde. Das sind jetzt die 3 großen Pluspunkte. Aber was ich auch noch sehr gut finde, sind neben den großen Luftfiltern die doch schon sehr großen Lufteinlassöffnungen. Und ich denke, genau damit erreicht das Gerät diese leise Betriebsart, denn die Luft wird viel großflächiger angesaugt und muss sich nicht durch einen kleinen Kanal pressen, wo sie zusätzlich verwirbelt wird und eben auch Lärm erzeugt. Ich finde, das Gerät ist super durchdacht. Du kannst sogar via Timer einstellen, wann er anfangen und wann er aufhören soll mit Kühlen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du morgens einstellst, dass es nachmittags, wenn du von der Arbeit kommst, gleich angenehm kühl zu Hause sein soll, dann funktioniert das eben super. Das Display lässt sich sogar ausschalten, sodass man es problemlos auch im Schlafzimmer aufstellen kann und nicht durch das Geblinke irgendwie wach gehalten wird. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die beiliegenden Bedienungsanleitungen durchzulesen. Diese sind auf Deutsch, super einfach geschrieben, wie ich finde. Er gibt nämlich zum Beispiel auch Bescheid, wenn die Filter voll sind, beziehungsweise wenn ihr das irgendwie reinigen sollt. Und dann gibt es auch noch eine Funktion, um halt diese Meldung wieder zurückzusetzen. Das würde aber alles jetzt viel zu weit führen. Aber der hat schon einiges auf dem Kasten. Und deswegen lohnt es sich einfach nochmal nachzulesen. Mehr lässt sich jetzt eigentlich dazu gar nicht sagen. Das Gerät spricht meiner Meinung nach für sich selbst. Aber wohin jetzt mit der warmen Abluft? Denn bei mobilen Klimageräten gibt es nun mal diese warme Abluft, deswegen auch den Abluftschlauch. Und ohne so einen Schlauch kann man ein mobiles Klimagerät nicht betreiben. Also ihr braucht den Schlauch, die warme Abluft muss irgendwo hin und da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Bei mir habe ich mich für einen Wanddurchbruch entschieden, zusammen mit dem mitgelieferten Adapter und dann geht der Schlauch bei mir eben aus dem Dachfenster raus, durch den Heizraum. Das sind sowieso immer gefühlt 5000 Grad, sodass ich das Fenster nicht zusätzlich abdichten müsste. Das würde aber auch gehen, nämlich mit dem optional erhältlichen Hot Air Stop von Midea. Den gibt es einmal in 4 und in 6 Metern. Das ist dann dieses Umlaufmaß vom Fenster. Lässt sich super leicht installieren. Jeder, der schon mal ein Fliegengitter angebracht hat, dürfte das eigentlich hinkriegen. Und das sorgt eben dafür, dass die warme Luft, die er rauspustet, halt nicht wieder reinkommt. Das funktioniert an Dachfenstern, an Terrassentüren und eben auch an normalen Fenstern. Eine weitere Möglichkeit ist die Fensterschiene. Die ist wie gesagt im Lieferumfang mit dabei. Die lässt sich variabel einpassen und dann befestigen, wenn ihr Schiebefenster habt, sogar seitlich. Und diese Schiene kann man zum Beispiel in Verbindung mit dem Rollo nutzen, hat so auch eine sehr einfache und effektive Möglichkeit, die warme Luft nach draußen zu leiten. Teil 1 von Operation Cooldown ist also damit geschafft. Das Dachgeschoss hat jetzt angenehme Kühlschranktemperatur. Im nächsten Video widmen wir uns dem Schlafzimmer und ich zeige euch dann quasi im ersten Obergeschoss eine Möglichkeit, die Temperatur runterzukühlen, ohne mobile Klimaanlage und Abluftschlauch, dabei aber nicht auf Komfort oder Design verzichten zu müssen. Schaut also unbedingt im nächsten Video vorbei, da zeige ich euch den Silent Air Cooler von Midea. Und wenn ihr jetzt noch Fragen zum Gerät haben solltet, dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Ich versuche das so gut wie möglich zu beantworten. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ansonsten verabschiede ich mich und sage einfach nur